In diesem Video zeige ich dir, wie du in Wolfram Alpha Vektoren eingibst. Direkt nach der Eingabe kann Wolfram Alpha dir schon nützliche Eigenschaften, wie beispielsweise die Länge des Vektors, berechnen und anzeigen. Danach zeige ich dir, wie du Vektoren addierst, subtrahierst und mit einem Skalar multiplizierst. Eine einfache Möglichkeit, einen Vektor in Wolfram Alpha einzugeben, bietet der mathematische Modus. Wenn wir auf den 4. Button von links klicken, erscheint eine zusätzliche Eingabehilfe für Vektoren und Matrizen. Angeboten werden 3 Zeilenvektoren, 3 Spaltenvektoren und 6 Matrizen. In der Schule werden Vektoren meist als sogenannte Spaltenvektoren aufgeschrieben. Damit ist gemeint, dass ein Koordinatensystem festgelegt wird und die Koordinaten eines Vektors bezogen auf dieses Koordinatensystem untereinander geschrieben werden. Wolfram Alpha bevorzugt die Eingabe als sogenannte Zeilenvektoren. Die Koordinaten stehen also nebeneinander. Um einen dreidimensionalen Vektor einzugeben, klicken wir auf das zweite Symbol von links und geben dann die Koordinaten 1, 2 und -1 ein. Nachdem wir Return gedrückt haben, überprüfen wir, ob Wolfram Alpha unsere Eingabe richtig interpretiert hat. Wolfram Alpha setzt Vektoren in geschweifte Klammern, also wurde unsere Eingabe korrekt interpretiert. In den Ausgabezeilen finden wir zunächst die 3 Koordinaten auf der Zahlengeraden eingezeichnet und die Summe der Koordinaten. Danach gibt Wolfram Alpha die Länge des Vektors aus, die sogenannte Vector Length. In dem Fall die Wurzel aus 6. Danach wird der normierte Vektor angezeigt. Die nächsten Ausgaben hängen von der Dimension des Vektors ab. Bei zweidimensionalen Vektoren wird der Vektor in Polarkoordinaten umgerechnet. Dreidimensionale Vektoren rechnet Wolfram Alpha in Kugelkoordinaten um. Ab Dimension 4 werden statistische Größen berechnet wie Mittelwert, Median und Standardabweichung. Wenn du mit Vektoren rechnen möchtest, ist die direkte Eingabe der Vektoren meist einfacher als die Benutzung der Eingabehilfe. Wolfram Alpha verwendet geschweifte Klammern für Vektoren. Schreibe einfach 1,0,1 in geschweiften Klammern plus -121 in geschweiften Klammern in das Eingabefeld und drücke Return, um die beiden Vektoren zu addieren. Der Ergebnisvektor 0, 2, 2 wird dann in der Zeile Result angezeigt. Das funktioniert natürlich auch für die Subtraktion. Ersetze im Eingabefeld einfach das Plus durch ein Minus, um zu subtrahieren. Natürlich beherrscht Wolfram Alpha auch die skalare Multiplikation von Vektoren. Du kannst dabei einen Stern für die skalare Multiplikation verwenden oder gar das Multiplikationszeichen komplett weglassen. Gebe 3 geschweifte Klammer 1,2, -1 geschweifte Klammer zu in das Eingabefeld ein und drücke Return. In der Zeile Result findest du den Ergebnisvektor 3, 6, -3 mit seiner Länge 3 Wurzel 6. Wie du gesehen hast, können Vektoren entweder über die Eingabehilfe oder direkt mit geschweiften Klammern eingegeben werden. Die Addition und Subtraktion von Vektoren erfolgt intuitiv mit Plus und Minus. Auch die skalare Multiplikation klappt einfach wie erwartet. Wir können den Stern als Multiplikationszeichen sogar weglassen. Bei allen Eingaben bevorzugt Wolfram Alpha die Eingabe als Zeilenvektor. Probiere doch einmal aus, welche Eigenschaften angezeigt werden, wenn du Spaltenvektoren bei deinen Rechnungen verwendest.